Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute gibt es hier eine Runde Shakes and Fidget. Gestern hatte ich es ja bereits schon im Video angekündigt. Heute werden wir dem Ganzen nachgehen. Und zwar werden wir versuchen, den Sandkastenwurm in der Monstergrotte zu eliminieren. Denn die Chancen stehen tatsächlich sehr gut. Ich habe das Ganze mal in den Dungeon Simulator eingetragen und der hat mir tatsächlich sehr gute Zahlen ausgespuckt. Und ja, bevor das losgeht, wollte ich noch mal kurz hinweisen, am Freitag zwischen 14 und 15 Uhr geht der Stream auf Twitch los mit dem Chris zusammen, dem Ignil, und da werden wir Shakes and Fidget Server Start spielen in Kombination mit einem Kochstream. Das heißt, wir werden wieder ein bisschen was zusammen ja, kochen, switchen das Setup zwischen SF hier und in der Küche, ein kleines Setup, was ich darauf baue, und dann hoffe ich einfach, dass es ein sehr nicer Abend wird. Ich hoffe, dass mein Mikrofon mitspielt, weil das hatte gestern beim Stream wieder ja, leider Soundprobleme gehabt, warum auch immer. Da hatte ich auch schon mit dem Chris zusammen gestreamt gehabt und ja, da wollen wir natürlich hoffen, dass das Ganze auch am Freitag flüssig läuft soweit. Ich habe auch sogar schon ein paar Pilzcodes, 10 Pilzcodes, 50 Pilze habe ich für euch organisiert. Da geht ein Gruß raus an Holle, ja, Dankeschön. Da habe ich mal nachgefragt, dass wir für den Anlass ja auch ein paar Pilze an die Community raushauen. Also wer Freitag live am Start ist, da werden wir wahrscheinlich so jede Stunde, 10 Stunden sind wir easy locker live, ja, werden wir am Freitag dann jede Stunde oder so einen Pilzcode an euch raushauen. Das heißt, wer da dabei sein will, sollte auf jeden Fall auf Twitch vorbeischauen. Link unten in der Videobeschreibung natürlich. Und ja, genau, wir gehen jetzt rein in den Dungeon, beziehungsweise zeige ich euch erstmal meine Prozentchancen. So sieht das Ganze momentan gerade aus. Monstergrotte, Sandkastenwurm, wir sind bei 0,23%. Das ist tatsächlich gar nicht mal so sehr wenig. Also es geht klar. Natürlich braucht man da eine gewisse Anzahl an Pilze, die man in die Hand nehmen muss. Das ist logisch. Der wird jetzt nicht von jetzt auf gleich sofort fallen. Aber es ist in einer Range, wo ich sagen würde, okay, wenn man da jetzt ein Video zu macht, könnte der realistisch schon jetzt da drauf gehen, habe ich mir so gedacht, und deswegen versuchen wir den heute auch mal. Was mich sehr viel mehr verwundert hat, ist, dass wir bei der Monstergrotte sogar schon Prozente, beim Optimus Supreme sogar schon Prozente haben, 0,02. Und das ist tatsächlich heftig, weil ich hätte gedacht, wir kriegen erst hier ein paar Prozente bei 7 und 8, wenn wir uns komplett neu equipped haben mit neuer Waffe etc. pp. Aber dass wir hier tatsächlich schon jetzt ein paar Prozente haben, lässt mich sehr positiv ja, denken, dass wir, ja, wenn wir uns denn equipped haben, hier schon eine sehr gute Zahl sehen werden. Hier wahrscheinlich auch schon eine recht ordentliche Zahl. Und dass die beiden, die jetzt gerade not possible sind, auch schon Prozentchancen anzeigen. Zumindest vielleicht 0,00, ja. Aber ja, das freut mich auf jeden Fall sehr. Und ja, jetzt würde ich aber erstmal sagen, gehen wir mal in den Sandkastenwurm rein. Wir gucken uns erstmal so ein paar Versuche an, beziehungsweise ja, skippen die dann einfach mal erstmal so durch, dass wir gucken können, wer macht so wie viel Schaden, und wenn das ja, einigermaßen aussichtslos aussieht, was ich glaube ich auch erstmal denken werde, dass das so aussieht bei der Prozentanzahl an Chance, die wir haben, dann switchen wir dann halt auch auf eine bisschen schnellere Variante und dann ändern wir ein bisschen schneller durch. Ich weiß nicht, haben wir eigentlich einen besten Versuch gegen? Nee. Wir haben noch keinen besten Versuch gegen den Sandkastenwurm, weil ich den noch gar nicht weiter großartig getried habe. So lange ist der Dungeon ja tatsächlich auch noch gar nicht offen. Wenn wir ins Postfach schauen, wir haben den Marshmallow Man besiegt am 13.08., also jetzt ein bisschen über einen Monat her gerade mal. Und das ist für die Verhältnisse hier im Abstand zwischen diesen Dungeons, ist das echt nicht viel. Also wenn wir uns mal den Abstand anschauen zwischen dem letzten Gegner und dem Marshmallow Man, den haben wir am 2.05. besiegt, den letzten Gegner hier davor. Und dann den davor, wenn das der richtige ist hier, ich glaube aber ja, der Monster Truck am 3.12. Ja, also es ist wirklich eine Seltenheit, dass man hier einen Gegner besiegt.
aber ja, deswegen ist jetzt ein Monat hier Pause dazwischen jetzt gar nicht so viel. Ich würde sagen, wir fangen mal an, die Enter-Taste zu betätigen und schauen uns mal so ein paar Tries an. Erstmal noch so ein bisschen Slow Pace gehen wir hier diese Sache an, ja. Und ansonsten, ja, ich habe mir jetzt keine genaue Pilzanzahl gesetzt, bis wohin ich jetzt runter werde. Aber ich habe auch schon definitiv vor, ein paar Pilze in die Hand zu nehmen. Die erste Hürde, die wir jetzt erstmal machen, ist 2500 Pilze. Ja, wenn er bis dahin nicht liegen sollte, dann müssen wir mal weiter gucken, wie so die Tries bisher dahin aussahen. Ansonsten, ja, ist es auch überhaupt gar nicht schlimm, wenn der jetzt noch nicht liegen sollte, weil, wie gesagt, bis zum Ende des Jahres haben wir ja noch Zeit, bis der Legendary Dungeon rauskommt, dass wir ja noch ein bisschen unseren Char verstärken können, sodass wir quasi noch bessere Chancen haben, hier den Sandkastenwurm zu eliminieren, um dann halt eben nochmal, oh mein Gott, der war schon sehr knapp, der Try, um nochmal diese 300 Millionen XP mitnehmen zu können, die uns dann halt eben nochmal ein gutes Stück näher an die Stufe 700 ranbringen. Ne? Deswegen, ja, ich glaube aber, also ich bin positiv gestimmt, dass der bis 2500 Pilze liegen sollte. Mit ein bisschen Glück natürlich, aber hier waren schon wirklich sehr knappe Versuche mit dabei gewesen. Wir fangen mal an, ein bisschen schneller die Enter-Taste zu betätigen. Ja, Nachteil dabei ist, dass man leider nicht mehr so präzise ab und zu die Dungeon Tries sehen kann, weil es kann manchmal sein, dass der, ja, zwischendurch sieht man, wo das Leben landet, aber manchmal hat man hier auch so Tries dabei, das geht dann so schnell, dann sieht man gar nicht, auf wie viel Leben der gelandet ist tatsächlich. Und das ist natürlich ein bisschen schade. Und ich würde mir natürlich sehr gerne die besten Tries, oder falls wir mal einen richtig guten Try dabei haben, würde ich mir den schon echt sehr gerne mal anschauen. Allerdings speichert der die Kämpfe natürlich auch nicht. Da müssten wir halt jetzt so langsam durchgehen, und wenn hier mal ein guter Try dabei ist, dann müssten wir den Kampf speichern hier, ne? Allerdings können wir halt auch nicht die ganze Zeit so slow hier uns durchpilzen, weil das natürlich dann ein bisschen länger auf jeden Fall brauchen würde. Deswegen, ja, versuchen wir einfach mal weiter unser Bestes hier. Die nächste Schmerzgrenze wäre dann, ich will eigentlich gar nicht drüber reden, also bis 2500 muss der hier eigentlich schon liegen. Ja, wenn nicht, dann gut. Ich meine, das sind immer noch, ja, es sind immer noch 150 Pilze oder so jetzt hier. 150 Tries, die wir hier geben können. Und wir haben ja bei 2800 irgendwas angefangen. Also das ist jetzt nicht wenig, was wir jetzt hier auf jeden Fall auf den Kopf hauen. Und ja, wie gesagt, es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt unbedingt diesen Gegner direkt heute schlagen muss. Aber es wäre sehr schön, wenn wir ihn definitiv in einem Video besiegen. Und das werden wir auch machen. Denn ich werde keine Free Tries in diesen Gegner investieren, weil ich nicht möchte, dass ich den Off-Cam besiege und euch dann, oh, wieder so ein knapper Try, in Anschluss den Try zeige, und dann, ja, wäre es langweilig. Das muss in einem Video passieren. Deswegen, falls es heute nicht passiert, dann werden wir uns den Gegner definitiv noch ein bisschen weiter aufsparen, bis wir uns selbst ein bisschen verbessert haben. Und dann packen wir ihn dann nochmal bei, keine Ahnung, wenn er dann auf 0,40 ist oder so, da sollte er dann schon ein bisschen lockerer liegen denn, und dann sollten wir vom Level her auch schon ein bisschen weiter vorangeschritten sein, sodass wir quasi sogar noch mehr davon haben, weil Nachteil ist, wir bekommen zwar jetzt die XP von dem Gegner, aber die bringen uns schneller an Stufe 700 ran, und je höher man im Level ist, umso weniger XP gibt es halt, ne? Auch wenn es wirklich sehr, sehr marginal ist zwischen den einzelnen Leveln jetzt hier, deswegen macht es mir jetzt auch nichts aus, ob er fällt oder nicht, ne? Aber später wäre natürlich in dem Falle besser, weil wir dann noch ein bisschen mehr XP kriegen durch die Quest bis eben Stufe 700. Ne? Da kommen wir dann halt eben, ja, näher ran. Wir sind jetzt hier schon fast bei der 2.5 und wir haben die letzten 10 Versuche. Bisher, ja, ist der Gegner leider noch nicht down, aber wir haben hier Teils. Boah, okay, das ist ein guter Try, den speichern wir uns mal ab. So, und wir sind auf 2500 runter, und leider wurde das jetzt erstmal nichts. Aber wir haben auf jeden Fall einen sehr guten Try dabei, den speichern wir uns mal. Die besten Tries, die speichern wir uns. Und dann gucken wir uns den Kampf mal an. Okay, der Krieger hat natürlich nicht viel gemacht. Marquardt hat gut eine rausgehauen.
Wir zählen mal, wie oft Kunigunde ausgewichen ist. 5 Mal, glaube ich, war das jetzt. 6 Mal, 7, 8. Okay, 8 Mal. Das hatten wir, glaube ich, auch schon mal besser gesehen. Ist safe machbar. Ist safe machbar. Also mehr als 8 Mal ausweichen hatten wir bei den letzten Gegnern auch gehabt. Ich kann mich erinnern, bei irgendeinem Dungeon-Gegner, da hatten wir irgendwas um die 13 Mal, die wir ausgewichen sind. Also safe, 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 safe machbar. Ich will jetzt auch nicht meine kompletten Pilze hier aufs Spiel hauen. Deswegen, warum ist hier das Ausrufezeichen noch, wenn hier alles schon erledigt? Ah, okay, jetzt ist das weg. Ich will jetzt nicht alle meine Pilze hier komplett auf den Kopf hauen. Wir haben uns erstmal in der Folge jetzt hier heute einen Überblick verschaffen, wie das Ganze hier aussieht. Ist safe machbar. Aber wir warten mal noch, ja, so 1-2 Monate vielleicht und dann sollte der definitiv liegen. Also wir werden den nochmal, was haben wir, September? Ja, vielleicht so Ende Oktober, Anfang November werden wir den angreifen nochmal und werden das da nochmal versuchen. Bis dahin, ja, verbessern wir uns noch ein bisschen von den Stats her, gehen noch ein bisschen mehr in Ausdauer, versuchen noch ein bisschen mehr auszuhalten und dann sollte die Prozentchance hier auch gestiegen sein. Merkt euch das sehr gerne, momentan ist sie bei 0,23 und wenn wir in 1-2 Monaten hier nochmal reinschauen, gucken wir uns nochmal an, wo dann die Prozentchance hier gelandet ist. Und ja, dementsprechend werden wir dann gucken, ja, wie sehr sich das denn verbessert hat, die Chance, und dann definitiv nochmal reingehen. Er wird auf jeden Fall liegen, spätestens kurz bevor der LD draußen ist, weil bis dahin, ja, möchte ich den schon nochmal down haben, sodass wir halt eben, ja, falls uns wirklich noch was fehlen sollte bis 700 und zum LD, dass wir den dann nochmal in der Rückhand haben, nochmal safe für 300 Millionen nochmal einheimsen können. Genau, aber das soll erstmal soweit fürs heutige Video gewesen sein. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne eine Bewertung und Kommentar dazu da, würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Ansonsten wünsche ich euch noch einen super schönen Tag. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen, haut rein und bis zum nächsten Mal.